Wie kann ich eigentlich für einen Use Case entscheiden, ob er zu klein ist oder zu groß ist oder gerade richtig? Das kommt jetzt. Man kann aus einem Anforderungstext durch Textanalyse Blöcke gewinnen und diese Blöcke entsprechen dann Use Cases. Aber wie entscheide ich denn, ob diese Blöcke tatsächlich die richtige Größe haben? Dafür gibt es zwei einfache Tests, die wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen werden. Das erste ist der User Happiness Test, der sich um die Frage herum rankt: Can the primary actor go away happy after having done this? Oder paraphrasiert auf Deutsch: der primäre Aktor, hat der primäre Aktor einen Gewinn aus diesem Use Case? Hat der etwas erreicht mit diesem Use Case? Damit können wir die Frage beantworten, ob der Use Case vielleicht zu klein ist. Wenn er nämlich zu klein ist, dann hat der Aktor zwar etwas getan, aber er hat damit noch nichts erreicht und er hat nicht das Gefühl, fertig mit etwas zu sein. Dann müssten wir den Use Case also ein bisschen größer machen. Schauen wir uns das einfach anhand von praktischen Beispielen an. Nehmen wir mal an, wir wollen uns registrieren bei einem Online-Portal und wir würden einen Use Case dafür formulieren, der heißt Adressfeld für Online-Registrierung ausfüllen. Das wäre ein Kandidat dafür, dass der User Happiness Test fehlschlägt, weil wenn ich einfach nur das Adressfeld ausfülle, habe ich noch nichts erreicht. Die Registrierung ist noch nicht abgeschlossen. Eine sinnvollere Formulierung wäre: bei Online-Portal als Nutzer registrieren. Und dann habe ich noch ein paar mehr Schritte drin. Ich habe die Adresse eingegeben, ich habe meinen Namen eingegeben, vielleicht ein Geburtsdatum, sicher meine E-Mail-Adresse. Ich habe auf Registrieren geklickt und vielleicht habe ich dann auch noch einen Link zur Bestätigung meiner E-Mail bekommen und auf diesen Link geklickt. Das wäre dann ein vollständiger Use Case und da wäre ich dann sozusagen happy als Nutzer, weil ich darf ab jetzt das Online-Portal als Nutzer, als registrierter Benutzer verwenden. Zweites Beispiel für einen fehlgeschlagenen User Happiness Test wäre eine E-Mail über einen Autounfall an meine Versicherung schicken. Da kann ich streng genommen nicht sicher sein, dass die Versicherung auch tatsächlich das als eine Schadensmeldung akzeptiert. Korrekt müsste der Use Case heißen: Kfz-Schadensmeldung bei Versicherung durchführen. Und dann kann ich in den Details des Use Case niederlegen, dass ich meinetwegen diese Schadensmeldung über eine E-Mail anstoße, aber vermutlich werde ich noch ein paar mehr Angaben machen müssen, die aus der E-Mail nicht automatisch herauszuziehen sind, und muss wahrscheinlich noch ein Formular ausfüllen und einmal klicken. Man kann auch eine alternative oder ergänzende Frage stellen, nämlich: hat der Use Case einen geschäftlichen Wert? Das ist in solchen Fällen sinnvoll, wo ich als Nutzer nicht unbedingt direkt etwas davon habe, aber es trotzdem einen geschäftlichen Wert gibt. Schönes Beispiel dafür ist: mit Username und Passwort bei Online-Portal authentifizieren. Als Nutzer könnte man argumentieren, ist es eher lästig, dass ich dann immer meinen Usernamen und Passwort angeben muss, aber es gibt generell einen Geschäftswert, mindestens mal für die Gesamtcommunity dieses Portals, weil nämlich das Risiko von betrügerischen Nutzern minimiert wird, und wahrscheinlich ist es auch im Grunde so ein indirekter Selbstschutz für mich. Der zweite Test, den wir zur Verfügung haben, ist der sogenannte Coffee Break Test. After I get done with this, I can take a coffee break. Mit diesem Test können wir prüfen, ob der Use Case vielleicht zu groß ist und eigentlich kleiner sein sollte. Also sinngemäß sollte er gerade so eine Länge haben, dass ich danach sagen kann: okay, jetzt habe ich was geschafft, aber jetzt mache ich mal eine Kaffeepause. Also man kann es wahrscheinlich nicht exakt in Minuten festlegen, aber 5 Minuten ist wahrscheinlich okay, 20 Minuten ist okay, ein ganzer Tag ist vielleicht okay, 4 Wochen ist wahrscheinlich nicht okay. Machen wir auch hier wieder ein paar praktische Beispiele. Wenn der Use Case lautet, als Sachbearbeiter bei einem Verkaufsportal zum Beispiel, alle seit gestern eingegangenen Bestellungen bearbeiten, dann schlägt
der Coffee Break Test wahrscheinlich fehl, weil nehmen wir an, es sind 200, 300 Bestellungen gekommen, dann brauche ich möglicherweise den ganzen Tag, um das abzuarbeiten und habe aber eine Menge doch sehr repetitiver Tätigkeiten da drin. Also es ist gar nicht sinnvoll, das als Use Case so 1:1 zu formulieren. Da wäre es sinnvoll, den Use Case in 2 Teile zu zerteilen. Erstens, Übersicht aller eingegangenen Bestellungen ansehen. Das wäre etwas, was ich dann als Sachbearbeiter typischerweise morgens mache. Wenn ich komme, schaue ich mir die Bestellungen an und habe dann die Gelegenheit, ein bisschen zu priorisieren, dass ich die Sachen, die wirklich sehr dringend sind, dann am Anfang mache. Und der zweite Use Case wäre Bestellung bearbeiten, mit Fokus auf einer Bestellung bearbeiten. Also dieser Use Case würde dann nur beschreiben, wie ich eine einzige bestimmte Bestellung bearbeite. Zweites Beispiel für einen fehlgeschlagenen Coffee Break Test wäre eigenes Auto über ein Gebrauchtwagenportal verkaufen. Das kommt einem zunächst mal komisch vor, aber wenn man sich mal überlegt, was denn alles für Aktionen letztlich mit diesem Verkaufsprozess verbunden sind, dann wäre es auch hier wieder sicher sinnvoller, das in mehrere Use Cases zu zerteilen, zum Beispiel Auto im Portal einstellen, abgegebene Gebote prüfen, gibt noch weitere, ne? Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Hier haben wir ein typisches Beispiel von einem Prozess, der immer wieder Pausen, Wartepausen drin hat. Also sicherlich ist Auto im Portal einstellen etwas, das mache ich innerhalb von, sagen wir mal, einer halben Stunde maximal und dann klicke ich Save und dann bin ich glücklich, dann ist es fein. Jetzt habe ich es nur aus meiner Perspektive des Verkäufers geschildert. Ich hätte dann noch eine Gegenperspektive des Käufers, der nach Autos sucht, habe ich mir jetzt hier gespart. Dann kommt irgendwann der Punkt, wenn es eine Gebotsplattform ist, wo man Gebote abgibt, so eBay ähnlich, dass ich dann irgendwie mir mal in regelmäßigen Abständen die Gebote anschaue und dann vielleicht gucke, ob eins so interessant ist, dass ich dann sage, ich leite jetzt diesen Kaufprozess ein. Aber auch da wird sicherlich noch mehr passieren. Also der potenzielle Käufer wird vielleicht mal vorbeikommen und eine Probefahrt machen. Ja? Also es gibt mehrere Schritte, die alle zeitlich auseinandergezogen sind. Auch hier gibt es eine alternative oder ergänzende Frage. Das ist mehr so eine Art Möglichkeit noch zu erkennen, wenn ein Use Case vielleicht ein bisschen zu groß ist, nämlich ob er genau ein Ziel hat oder ob er vielleicht mehrere Ziele verfolgt. Und da wäre ein Beispiel, Kunde bestellt Ware und nimmt dabei am Gewinnspiel teil. Das ist natürlich, wenn ich jetzt so ein E-Commerce-Portal habe, dann miteinander verknüpft. Trotzdem ist es tendenziell sind es eigentlich 2 Use Cases, die miteinander verknüpft sind. Das kann man insbesondere hier an dem Wort und sehen. Ja, dieses Beispiel könnte man dann eher in 2 Use Cases modellieren und dann eine Beziehung zwischen diesen beiden Use Cases herstellen. Das werden wir in einem nachfolgenden Video noch etwas genauer betrachten. In diesem Fall wäre das eine Extens-Beziehung. Während der Fall, den wir vorhin gesehen haben, dass ich mich mit Username und Passwort beim Online-Portal registriere, das kann man zum Beispiel schön als einen separaten Use Case modellieren, der per Include immer in jedem anderen Use Case enthalten ist, der irgendeine Transaktion mit dem Portal durchführt. Auch dazu kommen wir noch in einem späteren Video, wenn wir über die Beziehungen zwischen Use Cases sprechen. Damit haben Sie 2 sehr einfache Tests kennengelernt, die Sie anwenden können, um zu prüfen, ob Ihre Use Cases die richtige Größe und damit auch den richtigen Detailgrad haben.